So, heute fangen wir wieder mal an in einem bequemen umkreisten Sitz. So, schau, dass du bequem sitzen, immer möglich auch auf etwas drauf sitzen, so dass deine Knie entspannt sind. Und dann verankere beide Sitzbeine auf deine Matte. Lass den ganzen unteren Rücken abfließen und richte deine Wirbelsäule von unten nach oben, Wirbel für Wirbel auf. Dann tief einschnaufen, die Schulter mal hoch aufziehen und über das Maul ausschnaufen und nach hinten runter entspannen. Gerade nochmal zweimal wiederholen. Und einmal. Und dann lass deine Schulter sich weiter absenken, während deine Wirbelsäule in die Länge strebt, so dass dein Sitz möglichst stabil und bequem ist. Nimm deinen Körper wahr und die Luft, wie sie ein- und ausströmt. Und dann fangen wir an mit dem Full Yoga Breath. So schnuff vom unteren Bauch die ganze Lunge ein und schnuff von unten nach oben wieder vollständig aus. Schnuff so im eigenen vertieften Atemtempo. Und warte einen Moment nach der Einatmung, bevor du ausschnuffst. Warte dann nach der Ausatmung auf den natürlichen Impuls zu der Einatmung und gib dir so noch mehr Zeit und Raum. Nimm einatmend bewusst viel Prana auf, frische Lebensenergie strömt jetzt in den Körper ein. Ausatmend, abbauen, ausschnaufen, alles Belastende, alles Beschwerende, alles, was dir nicht mehr hilfreich ist. Lass los mit der Ausatmung. Und sagst einatmen wieder mehr Platz für frische und für neue Energie. Jetzt anfangen ausatmen, die Mulabandha im Beckenboden nach zusammen und aufziehen. So, du kannst probieren, einatmen, die Spannung beibehalten oder auch das Mulabandha lösen, wenn es nicht anders geht. Ausatmen, wieder neu aktivieren oder die Spannung intensivieren. Probier das auf sanfte Art und Weise zu machen. Das heisst, dass Ausatmen sich die Sitzbeine wirklich leicht aufeinander zubewegen. Und das Steißbein und das Schambein sich auch leicht aufeinander zubewegen mit der Ausatmung. Wenn du deinen Beckenboden, dein Mulabandha nach oben ziehst, dann gibt es gerade unterhalb vom Bauchnabel ein leichtes Vakuum. Du kannst das auch noch intensivieren, indem du ausatmend den Bauchnabel bewusst auch noch zurückziehst Richtung Wirbelsäule. Und dann auch die fliegenden Rippen noch nach zusammen und ab bewegst und so dein Kraftzentrum insgesamt aktivierst. Mit der nächsten Einatmung öffne deine Augen in der über die Seite, streck dich. Ausatmen über die Mitte, zentrieren. Und gerade ausatmen, noch länger werden der Wirbelsäule. Mulabandha aktiv. Tief ein, wir wiederholen. Aus, Beckenboden mitnehmen, da ist die Möglichkeit, die Hände leicht zusammenpressen. Schulter nach hinten abziehen. Gut, noch einmal tief ein. Zentrieren aus. Gut. Nimm die rechte Hand zum linken Knie, die linke Hand zum rechten. Dann ausatmen, Sitzwoche nach vorne schieben. Dehnung im Schultergürtel reinschnaufen. Dann einatmen, aufrichten, direkt in die Adlerarme. Fixiere deine Hand, das ist die Möglichkeit, den Daumen zu heben.
Ellenbogen aufschieben, die Schulterblätter zurück nach hinten abziehen. Ein, Brust zieht hoch. Aus, die Ellenbogen abziehen, gerade Rücken. Wiederholen, ein. Aus. Noch einmal. Gut, dann die Ellenbogen wieder zurück auf Schulterhöhe. Du hast noch die Möglichkeit, die Schulterblätter bewusst auseinanderziehen. Einatmen, die Arme öffnen, strecken, ausatmen, zentrieren. Wir wechseln, wir gehen mit links zu rechts und rechts zu links. Aus, rund, Sitzbocken nach vorne schieben. Dehnung im Schultergürtel, reinschnaufen. Adlerarm andere Seite. Hände fixieren, die Ellenbogen aufnehmen, Schulterblätter nach hinten abziehen. Ein, Brust zieht hoch. Aus, Ellenbogen abziehen, gerade Rücken. Nochmal ein. Noch einmal. Gut, zurück auf Schulterhöhe. Nochmal reinschnaufen und lösen. Einstrecken, auszentrieren. Nimm beide Hände jetzt auf die Knie. Schau, dass du hier auf der Matte bist. Wir fangen an mit dem Suffiritz. Ausatmen, Sitzbocken nach vorne schieben, rund. Blick Richtung Bauchnabel. Ein, Sitzbocken nach hinten wegschieben, Brust und zieht für die Schultern zurück. Aus, rund, nimm das Mulaband mit, zusammen und aufziehen. Ein. Aus. Neutrale Position der Wirbelsäule, die Hände hinter dir aufsetzen. Du kannst auch die Fingerspitzen aufsetzen oder die ganzen Handflächen. Backbend, Brust und Ziehen nach oben. Und jetzt wichtig, auch die Achtsamkeit im Becken und aktiv in der Kernmuskulatur. Die ganze Brustraum beatmen, ausatmen, nach vorne kommen, Hände hin, Wirbel für Wirbel. Den Nacken einen Moment entspannen, ein, Bauchnabel zurückziehen, Kraft von der Mitte, Wirbel für Wirbel. Und nochmal öffnen. Jetzt das ganze Dynamische aus, nach vorne kommen. Ein, Bauchnabel zurückziehen, aufrichten und nochmal öffnen. Aus, wieder vorne kommen, jetzt noch mit den Armen abfüllen. So weit vorne kommen, wie es für dich möglich ist, wenn es nicht mehr weitergeht. Einen Moment entspannen. Die Möglichkeit hin und her wippen. Nacken lösen, Schultern, Wirbelsäule, unteren Rücken. Gut, und dann einatmen, den Bauchnabel zurückziehen, Kraft von der Mitte. Die Arme mal aufnehmen, jetzt die Handfinger, Finger verschränken. Die Arme so weit es geht, zurücknehmen, Backbend. Dann die Hände am Hinterkopf, die Ellenbogen noch mehr nach hinten öffnen. Und aus. Kinn Richtung Brustraum ziehen, gerade Rücken. Und ohne Ziehen mit den Händen, aber mit dem Gewicht der Arme dehnen. So schnaufe die Dehnung im Nacken. Und dann machen wir das Ganze dynamisch. Ein, öffnen. Aus, Kinn Richtung Brustraum, die Ellenbogen loslassen. Ein. Aus. Und neutrale Position der Wirbelsäule. Nochmal strecken. Und lösen. Gut, jetzt gehen wir weiter im Viertelstand. So, die Hände sind unter der Schulter, alle Finger gut durchgespreizt, Knie, Sitzbein hochgebreit. Aktiv aus der Schulter stoßen und dann schauen, dass du im Rumpf aktiv bist. So, da ist das Mulaband aktiviert.
Gut, und jetzt gehen wir ausholen mit dem rechten Arm. So, einatmen, rechter Arm kommt weit nach hinten, weit auf den Brustkorb zieht auf, aus, am Boden entlang zurück. Ein, öffnen. Aus. Einmal. Jetzt gehen wir nur rein, also rauf und fädeln durch. Das rechte Ohr kommt am Boden. Lass den ganzen Brustraum abfließen, den linken Arm nach vorne ausstrecken. Du hast die Möglichkeit, den linken Arm um den Rücken zu schwingen, mit der Hand zum Oberschenkel und dann die Schulter und den Brustraum nach oben öffnen. Atem fließt tief. Dann kommen wir zurück, rechte Hand linke Hand neben dem Kopf und zurück auf Viertelstand. Aus, Katzenbuckel rund, komm auf die Fingerspitze. Bringt jetzt den Bocken zurück zu den Fersen. Führen laufen mit den Fingerstärken vom Kinn, Stirn am Boden. Jetzt den Blick nach vorne und wir schnellen uns in den Kopf, also bringen das kleine Brustraum so näher möglich am Boden entlang, bis du auf dem Bauch liegst. Die Hände unter den Schultern und auf den Kopf. In den Kobra. So Spannung im Becken über die Beine, triffst den Boden reinstoßen. Probier auch den unteren Bauch aktiv zu halten. Die Schulter nach hinten runter. Aus. Langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Ein, direkt nochmal auf den Kopf. Noch zweimal wiederholen. Aus. Ein. Aus. Noch einmal. Gut. Wir gehen zurück. Einstellung vom Kind. Setz den Bocken ganz zurück zu den Fersen und dann über den Katzenbuckel im Viertelstand. Andere Seite, linker Arm weit nach hinten und auf. Aus. Ein. Aus dem Schultergelenk. Und jetzt durchfädeln. Unteren Arm, das linke nur am Boden, rechter Arm nach vorne. Und den ganzen Brustraum abfließen lassen. Wieder die Möglichkeit, den vorderen Arm um den Rücken zu schwingen, mit der Hand zum Oberschenkel und dann Schulter, Brustraum zusätzlich nach oben öffnen. Atem fließt tief. Wir kommen zurück. Zurück im Viertelstand. Aus, Katzenbuckel rund, das Mullenband mitnehmen, optional auf die Fingerspitze. Zurückstellung vom Kinn, Blick nach vorne. Wir schlagen uns führen, öffnen. Und jetzt mit dem Sitzbehocken voraus, Katzenbuckel zurück. Wiederholen ein. Aus, rund. Noch einmal. Jetzt umkehren, rund nach vorne, einschnaufen, Becken voraus, Wirbel für Wirbel abrollen. Und dann zum nächsten Grad am Boden entlang zurück. Ein, aus, ein, aus. Über den Katzenbuckel zurückkommen, direkt die Zehen aufstellen. Wir gehen zurück in den rollenden Hund. Nacken ist gelöst, Beine zuerst bogen, damit wir schön viel Länge am Rücken und nochmal die Achtsamkeit ins Becken lenken, aktiv im Mullenband. Wenn es geht, die Beine durchstrecken und einmal tief über die Nase ein und über das Maul aus. Dann ausdehnen.
Einatmen, wechsel das Bein, ausatmen, Ferse Richtung Boden. Möglichkeit synchron mit den Beinbewegungen. Mal rechts, mal links und im Arm schauen. Möglichkeit, dich intuitiv und frei zu bewegen. Schultern kreisen. Wirbelsäule bewegen. Decke. Und dann alle gleichmäßig im Boden stoßen. Ja, dann Hüfte, Zehenspitze kommen, dann Wirbel nach vorne und schauen den Hund. Sobald das Becken abkommt, nimm den Brustraum hoch, Schultern zurück. Aus, entweder mit gestreckten Beinen oder auch mit angewinkelten Beinen. Sitzen hocken voraus, zurück. Wiederholen. Ein. Aus. Noch einmal ein. Mal mit gestreckten Beinen zurück, sitzen hocken voraus. Und alles schön durchstrecken. Gut, einatmen, das rechte Bein hinweg, weit öffnen die Hüfte, das Knie beugen, wenn es nicht mehr weitergeht, Blick über rechts. Schön gleichmäßig mit den Händen nach hinten verschieben, die Möglichkeit auf die Zehenspitze kommen. Dann das rechte Knie zum linken Ellbogen aus. Ein, nochmal öffnen, öffnen, öffnen. Und gehen nach rechts. Nochmal öffnen. Jetzt machen wir den Schritt nach vorne. Dann hinten den Fuß ausdrehen, sodass die Aussenkante vom Fuß am Boden ist. Aufrichten. Erste Hälfte. Linke Hüftseite schiebt vor, rechte zurück. Die Möglichkeit mit einem geraden Rücken oder einem Backbend kommen. So, zuerst wird den Sitzbocken noch nach vorne schieben. So, du spürst da deine linke Liste. Brustum zieht hoch. Ruhe noch ein bisschen einsinken. Dann öffnen wir für die zweite Hälfte. Blick auf den vorderen Mittelfinger. Und dann da den Sitzbocken leicht nach vorne schieben. Dass du möglichst nicht im hohen Kreuz bist, sondern aktiv im Becken. Gehen wir reverse. So die linke Hand entweder zum hinteren Bein oder zum vorderen. Da mache ich gerne das Chin Mudra. Zeige den Daumen berühren, der rechte Flanke zieht hoch. Linke Hüftseite noch ein bisschen abnehmen. Rechte Flanke beatmen. Einatmen, zurückkommen, das vordere Bein strecken aus. Einlehnen geben, nach vorne ziehen und oben runterkommen für dies. Trikonasana. Die rechte Hüftseite nach vorne schieben, linke zurück. Atem fließt. Sonnenrad aus. Ein. Aus. Ein. Machen wir das Ganze dynamischer. Einatmen, aufrichten. Aus, einsinken. Ein, reverse. Aus, zurückkommen. Und mit einer Ausatmung oben runter. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Gut, aufrichten. Vorne wieder einsinken. Hintere Hüftseite, hinteren Arm nach vorne nehmen. Und nochmal tief. Erste Hälfte. Aus. Die Hände kommen schulterbreit am Boden. Hinten der Fuß parallel. Eins breit. Deine Version vom Vinyasa-Übergang. Zurück. Und schauen kommt. Nacken gelöst, Atem fließt tief. Ja, hoch auf die Zehenspitze. Ausknie beugen, Blick nach vorne und laufen. Oder springen. Füße parallel. Ein. Atmen, Nase nach. Sitzbacken nach hinten aufschieben.
Ausatmend zu den Beinen dehnen. Einatmen, direkt nochmal Länge geben. Die Arme über die Seite, starke Mitte, rise up, strecken, zentrieren. Die Augen schliessen. Wir stehen im Samastiti, in der grossen Sammlung. Nimm Fuß so am Boden wahr. Probier das Gewicht möglichst gleichmäßig auf beide Füße zu verteilen. Da hilft es einmal, die Zähne vom Boden wegspreizen, gute Verbindungspunkte wahrnehmen von den Füßen zum Boden. Grosse, kleine Zehballen, Aussenkanten der Füße, Fersen, Zähne wieder entspannen. Mikrobändchen in den Knien, Sitzbocken ganz leicht nach vorne schieben, Halsbecken so ein Streckbein wieder durch. Wirbelsäule bewusst aufrichten, Brustrum leicht führen und auf, Schulter nach hinten runter. Das Kinn leicht Richtung Brustrum geneigt und weit in den Scheitel hineinwachsen. Nimm auch die Handflächen aneinander wahr. Atemfluss tief. Gehen wir in den Backbend, so gut verankert mit den Füßen. Schieb das Becken ganz leicht vor. Dann vom unteren Rücken her die Länge ziehen. Brustrum zieht auf. Und dann noch ein bisschen länger werden, ein bisschen zurück. Noch ein bisschen länger werden, ein bisschen zurück. Und nochmal ausatmen, gut die Füße verankern und zurückkommen. Ein, nehmen die Arme auf, streck dich, die Schultern weit aufziehen, aus, Brustrum voraus. Und zu den Beinen ein, Atem zu Nase. Aus, Knie beugen und leichter hüpfen oder 2 Schritte. Deine Version. Alles nochmal schön durchstrecken. Gut, einatmen, das linke Bein weit öffnen, die Hüfte öffnen, Knie beugen, wenn es nicht mehr weitergeht. Atem fließt. Gut, ausatmen, rechten Ellenbogen hoch. Ein, öffnen. Aus links. Nochmal weit öffnen. Möglichkeit natürlich auf die Zehenspitzen, noch mehr Platz machen. Schön gleichmäßig mit den Händen nach hinten aufschieben. Schritt nach vorne. Erste Hälfte, rechte Hüftseite nach vorne, linke zieht zurück. Atem fließt. Aussenkante gut verankert. Und nochmal das Bewusstsein ins Becken, Sitzbocken leicht nach vorne schieben. Rechte Liste dehnt. Entweder so bleiben, wenn du die Möglichkeit hast, komm in den Backbend. Sink vorne noch ein. Atem fließt im Brustraum. Gut, und dann öffnen. Zweite Hälfte. Zweite Hälfte. Beide Füße aktiv im Boden stoßen. Reverse. Linke Flanke beatmen, zieht hoch. Noch einsinken. Dann zurückkommen. Aus, vordere Bein strecken. Ein, Länge geben, nach vorne ziehen, oben runterkommen. Drücken Nase machen. Linke Hüftseite schiebt für, rechte zurück. Aus. Sonnenrad. Ein. Öffnen. Aus. Kraft und Stabilität in den Füßen und in den Beinen. Einatmen, wieder aufrichten. Kraft von der Mitte. Aus, einsinken, dynamisch. Ein, reverse. Aus, zurückkommen. Einstrecken. Ausdrücken, Nase. Ein. Aus. Knie nach außen vorne. Ein, Außenrotation. Aus, zurückkommen. Ein, Länge geben. Und drücken Nase. Ein, wieder aufrichten.
einsinken. Hinter die Hüftseite hinter an, nach vorne, erste Hälfte. Aus, die Hände am Boden, hinten Fuß parallel, ins Brett. Aus, deine Version, ein. Zurück, aber schau im Hund. Und noch schön durchstrecken. Einatmen, hoch auf die Zehenspitze. Aus, Knie beugen, Blick nach vorne. Und vorkommen. Lenken. Dehnen. Nochmal lang. Arme die Seite, Rise up, starke Mitte. Strecken. Zentrieren. Direkt in den Backbend, gut verankert. Aus, zentrieren. Ein, die Arme mal aufnehmen, Schulter ziehen hoch. Aus, Brustung voraus. Ein, Ardha-Uttanasana. Aus, Knie beugen, leichter hüpfen. Aus, ein, zurück. Alles mal schön durchstrecken. Langsam beide Knie am Boden nehmen. Drehst auch. Dann die Arme nach vorne aufstrecken und wir kommen ins Anahata-Sana. Solange die ganze Brustraum richtig Boden fließen. Du kannst auch das Küsschen machen mit den Unterarmen. Für die Stirn. Schnaufen einmal tief mit der Nase rein. Über das Maul aus. Noch 3 vertiefte Atemzüge. Dann immer langsam die Stellung auflösen. Für das kannst du die Oberarme heben, zurücklaufen mit den Ellbogen, bis sie unter den Schultern sind. Dann die Hände zurücknehmen, zurück im Vierfußstand. Aus, Katzenbuckel rund. Wir gehen in die Stellung vom Kind, führen mit den Fingerspitzen und hin und her wippen. Einatmen, den Bauchnabel zurückziehen, Wirbel für Wirbel aufrichten. Die Hände hinter dir am Boden, Brustraum öffnen. Aktiv im unteren Bauch. So aktiv nach oben ziehen. Und zurückkommen. Aus, so viel jetzt, Sitzwoche nach oben ziehen, rund, Blick Richtung Bauchnabel. Ein, Sitzwoche nach hinten wegschieben. Schulter öffnet. Aus, nochmal rund. Ziehen das Mulabandha rauf. Einlang. Nochmal rund. Sitzbacken nach hinten, Brustrum zieht vor und jetzt kommen wir oben an, Brustrum voraus. Aus. Nacken loslassen. Ein, Bauchnabel zurückziehen. Wirbel für Wirbel aufrichten. Und Schulter oben öffnen. Aus. Ein, Bauchnabel zurück. Wirbel für Wirbel. Noch einmal aus. Ein. Jetzt wir die ganze Bewegung umkehren. Ausatmen, Sitzbauch nach vorne schieben rund. Und wie wenn wir eintauchen im Wasser, oben runterkommen. Einatmen, auftauchen, Brust zieht auf. Aus. Ein. Noch einmal ein. Aus. Jetzt gehen wir nochmal runter. Den nach vorne umstrecken, Blick nach vorne, wir langen uns dafür in den Kopf.
Kobra. Jetzt das rechte Bein anwinkeln und aufstoßen. Abrollen. Andere Bein. Ein. Abrollen. Ein. Nochmal in den Kobra. Zurückstoßen. Jetzt die Hände hinter dem Rücken verschränken, Finger in Finger. Yoga Mudra, den Kopf ein bisschen nach vorne versetzen. Und Arme weg vom Rumpf bewegen, Schultern dehnt. Atem fließt tief. Ausatmen, Sitzbock nach hinten. Tief einschnaufen, aufrichten, behalten, die Hände verschränkt. Gib noch einen Impuls nach hinten weg. Brust zieht hoch. Aus, Kinn Richtung Brustraum ziehen. Die ganze Brustraum beatmen, Schulterblätter nach hinten abziehen. Dann den Kopf einmitten und Hände auf die Oberschenkel. Schulter öffnen, Kinn Richtung Brustraum. Halt die Schulter dich hinein und wir kreisen den Kopf. Bleib lang. Im Nacken, aus, nach vorne, ein, nach hinten. Gut, Richtung rechts. Du hast die Möglichkeit, den oberen Teil des Rumpf mitbewegen, den ganzen Rumpf mitbewegen, sogar das Becken. Von vorne, unten, in der Mitte her, dann dich wieder einweiten. Gut, wir kommen auf den Kniestand. Schiebst das Becken voraus, voraus, voraus. Strecken oder Beckenband. Halt Spannung im Becken, unter den Rücken. Ausatmen, Handflächen voraus, oben ankommen. Ein, Katzenkuppel, Vierfußstand, zurück. In, aber schau in den Hund. Alles schön durchstrecken, du kannst die Ellenbogen leicht zusammennehmen, Ausrotation und Schenkel. Eins, rechts Bein hinten weg, wir öffnen weit, weit, weit. Und dann langsam das rechte Knie zu den linken Ellbogen nehmen. Ohne durchstrecken. Aussenkanten am Boden. Der linke Fuß tritt weg. Und raufkommen, ist Wild Thing. Möglichkeit auf die Zehenspitze, auf jeden Fall dehnen im Brustraum, öffnen, öffnen. Aus, das Becken kommt runter, die Hand kommt nach links, ein, nochmal rauf, noch wiederholen, aus, ein. Wir kommen zurück, das Becken leicht abnehmen, die Hand schulterbreit über die aktive Zehe holen, das Bein nach hinten weg, weit öffnen, öffnen, öffnen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, Dancing Dog. So, komm auf die Aussenkante vom linken Fuß, stell den rechten Fuß ab, schieb das Becken hoch. Brustraum beatmen, aus, das Becken kommt runter, die Hand nach rechts. Ganz Kreis ein, aus, nein, ein. Gut. Dann das Becken wieder ein bisschen abnehmen, die rechte Hand am Boden, das rechte Bein nochmal hinten weg, Schritt nach vorne. Das Knie am Boden nehmen und wir schieben das Becken nach vorne, sodass man die linke Liste spürt. Du kannst ihn in der Rist ablegen, dann den Oberarm heben, Brust zieht nach oben, den Ellenbogen zurück. Atem fließt. Einatmen, die Arme aufnehmen, aus, beide Hände am Boden. Den rechten Fuß jetzt ein bisschen aufnehmen, also rausnehmen meine ich. Die Hände am Boden und das Becken nach oben dehnen.
So, wenn du die Möglichkeit hast, auf einen Unterarm kommen oder auf beide, dann will ich da ein bisschen runterkommen. Gut, reinschnaufen, die Dehnung in den Hüften, linke Liste absenken lassen. Nochmal tief ein- und ausschnaufen. Dann lösen wir die Dehnung langsam. Kommen wieder auf die Hand. Nehmen den rechten Fuß wieder rein, die Zehen hinten aufstellen, Fersen zurückstoßen. Probier den rechten Arm unter dem Bein unten durchzunehmen. Vielleicht hast du sogar das Bein auf den Schultern. Nimm das rechte Bein zurück, möglichst ohne den Boden zu berühren. Aus, ein, zurück in den abschauenden Hund. Alles schön durchstrecken. Ein, hoch auf die Zehenspitze, aus, ein bisschen Blick nach vorne und für kommen. Ein, Brust nach vorne ziehen, Ardha-Uttanasana, ausdehnen. Jetzt in das Ardha-Uttanasana die Hände unter den Schultern platzieren. Das rechte Bein kommt hinten weg. Jetzt gut in Standbein schnaufen, du kannst so bleiben. Du hast auch die Möglichkeit, mit der rechten Hand den Rist holen, den Fuß in die Hand hineinstoßen. Atem fließt. Spannungsbogen langsam lösen. Jetzt bringen wir das rechte Bein nach vorne und den Standbein beugen, absitzen. Das rechte Bein ist gestreckt, das linke aufgestellt. Jetzt ziehen wir hier überkreuzen für den Drehsitz. Mit rechts fest das Bein zu dir anziehen. Vom Kreuzbein her die Wirbelsäule nochmal aufrichten. Ein, aus. Tiefe Bauchatmung. Deutlich deine Achse wahrnehmen. Ja, und noch ein bisschen länger geben, Wirbelsäule. Aus. Weiter rein twisten. Gut, ein. Dann kommen wir zurück und aus. Jetzt bringen wir Knie über Knie. Mit der rechten Hand zwischen die Schulterblätter, die Wirbelsäule aufrichten, einen Moment rein. So, wir gehen in den Kuhkopf, in den Ardha, Kuhkopf in den halben, weil das rechte Bein ist gestreckt. Linke Arm nach vorne, zurückschwingen, probiere dir die Hand zu geben oder fixiere deine Hand irgendwo am Shirt oder neben dem Gurt. Wirbelsäule aufrichten, Augen schliessen. Atem fließt, nimm deutlich deine Achse wahr, Sitz beim Hocker, Krone vom Kopf. Und ziehen. Die Wirbelsäule noch ein bisschen Länge. Dann einatmen, die Augen öffnen, die Arme lösen. Jetzt dehnen wir nach vorne. So komm mit dem Brustraum voraus. Wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann kannst du die Hände zunehmen, die Finger fein aufsetzen und den Nacken einen Moment entspannen. Wenn es geht, kannst du auch den Fuß heben und so einen Moment rein. Tiefe Bauchatmung. Gut, dann entweder aufrollen oder mit geradem Rücken aufkommen. Jetzt sind wir den linken Fuß wieder aufstellen am Boden. Dann das Gewicht auf die Zehenspitze und das rechte Bein wieder hinweg. Absetzen. Ein, Brust nach vorne ziehen, die Arme Seite stark in die Mitte, Backbend, zentrieren. Jetzt gehen wir im Baum, Vrksasana. So entweder der Fuß zum Oberschenkel, zum Knie oder einen halben Lotus. Egal welche Version du wählst, Sitzbocken nach vorne schieben und das Knie nach hinten ziehen.
Wenn du den halben Lotus nicht kannst so heben, dann könntest du ihn einmal mit der Hand heben, den Fuß. Jetzt die Arme aufnehmen, in eine offene Version vom Baum und ziehe den Brustraum hoch. Atem fließt. Die Hände zusammenbringen, fixiere einen Punkt mit deinen Augen fürs Gleichgewicht. Langsam oben runterkommen, Brustraum voraus. Brustraum voraus, fixiere einen Punkt mit den Augen. Dehn dich einen Moment zum Standbein hin. Dann den Blick wieder nach vorne. Die Arme zieht eine starke Mitte, den Brustraum zieht auf. Strecken. Zentrieren. Jetzt müssen wir das rechte Knie anziehen. Heben mit beiden Händen. Wirbelsäule strecken. Rechter Arm kommt rauf. Diagonal, Blick nach hinten oder auf die Seite, soweit das möglich ist. So wichtig ist, dass man den Brustraum öffnet. Gut, wieder zurückkommen. Die Hände zum Anschluss Mudra, Standbein beugen. Grosser Schritt zurück. Ein, aufrichten, aus, beide Hände am Boden. Zurück ins Blatt. Deine Version. Und ausatmen, abruhend Hund. Nacken lösen, Gewicht verlagern. Alle vier gleichmäßig im Boden stoßen, tief über die Nase ein. Und was aus. Das linke Bein kommt hinten weg. Weit öffnen, öffnen, öffnen. Möglichkeit auf die Zehenspitze oder Ferse Richtung Boden dienen. Gut, aus. Knie kommt zum rechten Ellbogen. Vielleicht ein bisschen höher rauf, so gut rund aus der Schulter stoßen. Jetzt das linke Bein unten durchstrecken, Aussenkanten am Boden. Der rechte Fuß drückt weg. Ein, Becken schiebt hoch. Möglichkeit rechts auf die Zehenspitze. Brustraum beatmen. Spürt die Dehnung zwischen den Rippen. Aus, Becken abnehmen. Hand nach rechts. Ganzer Kreis aus dem Schultergelenk öffnen, öffnen. Aus. Ein. Jetzt Becken ein bisschen abnehmen, rechte Hand gut am Boden. Das linke Bein einmal hinweg. Wir öffnen nochmal weit. Dancing Dog, andere Seite. So folgen dem linken Fuß langsam am Boden. Komm auf die Aussenkante vom rechten. Ein, Becken kommt hoch, Brustraum öffnet. Aus, dynamisch. Ein. Nochmal aus. Ein. Gut, das Becken ein bisschen abnehmen. Die Hand kommt wieder schulterbreit am Boden. Das linke Bein hinweg. Und Schritt nach vorne. So, wir bringen den linken Fuß raus und dehnen das Becken im Moment ab. Nimm das Knie am Boden und dehnen das Becken nach vorne. Du kannst auf die Unterarme kommen. Atem fließt. Dann aufrichten, den Fuß wieder ein bisschen reinnehmen. Wir machen noch das Asana, also das Becken nach vorne schieben. Die Oberarme heben, Schultern öffnen, Brustraum öffnen, beatmen. Das Becken schiebt nach vorne, rechte Liste. Dann wieder strecken und aus. Linke Arm unten durch. Die Hände schulterbreit, wieder Zehen aufstellen, Ferse zurück. Und zurück ins Brett. Aus, deine Version, ein, zurück, anschauender Hund, alles schön durchstrecken, hoch auf die Zehenspitze ein, aus Knie beugen, Blick nach vorne und vorkommen.
Atmen durch die Nase. Ausdehnen. Nochmal ausstrecken die Wirbelsäule, die Hände unter der Schulter platzieren, das linke Bein kommt hinweg. Eine gute Standbein beugen, schnaufen meine ich. Und dann kannst du das Bein beugen, mit der linken Hand den Rist holen, Fuß in die Hand stoßen. Spannungsbogen. Atemfluss tief. Langsam lösen die Dehnung. Jetzt das Standbein beugen, das linke Bein nach vorne ausstrecken und probieren möglichst langsam und kontrolliert absitzen. Gut, wir überkreuzen. Für den Drehsitz Matyendrasana. Wirbelsäule aufrichten, mit links Bein fest an die ranziehen. Ein, rechter Arm kommt rauf, aus, Twist. Tiefe Bauchatmung. So einatmen, Länge die Wirbelsäule, aus, Twist. Atemfluss tief. Von unten her noch in Länge, aktiv im Kreuzbein. Rechte Schulter entspannt. Noch einmal tief und durchschnaufen. Dann ein, rechter Arm kommt rauf. Und drüllen nach vorne. Und lösen. Jetzt bringen wir Knie über Knie für den Kuhkopf. Gomukasana. Das heißt, die Wirbelsäule aufrichten. Jetzt gehen wir mit der linken Hand zwischen die Schulterblätter. Dehnen. Die Hand nach oben. Dann die rechte Hand nach vorne. Tief einatmen, nochmal lenken. Aus, wir gehen zurück. Die Augen Moment schliessen. Die Möglichkeit, das Dritte machen zum dritten Auge hin. So die Augen nach zusammen und aufrollen. Gut, die dehnenden Körperstellen hineinschnaufen, wahrscheinlich vor allem jetzt auch in den Schultern. Einatmen, die Augen öffnen, lösen. Nochmal Länge geben, mit geraden Rücken vorkommen, Finger und Hände zur Unterstützung, den Nacken entspannen, vielleicht den vorderen Fuß heben. Gute Kniekehle schnaufen, Atemfluss tief. Und den Rumpf entspannen. Dann mit der Einatmung entweder mit geradem Rücken raufkommen oder aufrollen. Gut, jetzt wir den rechten Fuß wieder aufstellen. Das Gewicht nach vorne verlagern. Ich muss auf die Zehenspitze kommen, vielleicht hast du den Fuß flach am Boden. Die Hände am Boden nehmen, das linke Bein kommt nach hinten weg. Länge geben, ausatmen, absitzen. Einatmen. Ausdehnen. Einatmen, Ärmel Seite, starke Mitte, rise up, strecken oder ein Backbend, zentrieren. Andere Seite, Vrksasana, der Baum. Wähle deine Version. Egal welche Version du machst, Sitzbocken nach vorne schieben, das Knie kommt zurück. Dann offene Version vom Baum aktiv, bis in die Fingerspitze der Brust und zieht hoch. Atemfluss tief. Dann die Hände zusammennehmen, fixiere einen Punkt mit deinen Augen, mit geradem Rücken. Oben einfach den Brustraum nach vorne ziehen. Einen Moment zum Bein hindehnen. Wieder den Punkt mit den Augen fixieren, aktiv bis in die Fingerspitze. Und aus. Gut. Jetzt das Knie anziehen und beide Hände heben. Dann den linken Arm aufnehmen, nach hinten. Reverse Flamingo. Atem fließt.
Gut, dann wieder zurückkommen. Das Knie einen Moment anziehen. Dann die Hände zum Anschlussmudra. Standbein leicht beugen. Einen grossen Ausfallschritt zurück. Ein. Aus. Die Version. Schauen und nochmal ausdehnen, lockern. Gut. Einatmen, nochmal auf die Zehenspitze. Aus, Knie beugen, Blick nach vorne. Vorkommen. Länge. Jetzt das Bein fest beugen. Und wir sitzen hinab. So, die Füße sind aufgestellt, ungefähr hüftbreit für den Tabletop, den Tisch. Die Hände kommen hinter dich, die Schultern zurück. Dann mit der Einatmung aufkommen. So, das Becken schiebt auf, auch gut aus den Schultern stoßen. Mullenbande aktiv, eventuell die Ellbogen leicht beugen, damit wir den Brust noch ein bisschen anheben. Nacken gelöst. Probier das Gewicht möglichst gleichmäßig auf alle Viere zu verteilen. Aus, vielleicht bis da, zum wieder aufstoßen, wenn du die Möglichkeit hast, ganz strecken. Ein. Und zweimal dynamisch. Aus. Ein. Aus. Und absitzen. Jetzt Beine strecken. Die Schultern öffnen. Die Hände wieder hinter dich. Und aufkommen. So gut die Fersen im Boden stoßen. Immer schauen, dass die Handflächen möglichst unter den Schultern sind. Und nach oben stoßen. Körperspannung, Körperspannung. Ausatmen, langsam abrollen. Beine beugen. Schau, dass du genug Platz hast für den Rücken. Und bleib gut verankert mit den Fersen. Heben, heben, heben. Dann die Hände direkt hinein verschränken, die Füße flexen, den ganzen Körper durchstrecken. Die Schultern weit aufziehen. Nach rechts dehnen, das linke Bein abschieben. Umgekehrt. Aus, rechte Knie zum Körper ziehen. Fest zu dir alle dehnen. Einstrecken. Aus, andere Knie anziehen. Dehnen, wie lang. Ein. Alles durchstrecken. Aus, beide Knie zum Körper ziehen. Kannst du gut eins ums andere. Knie heben oder umarmen. Hin und her wippen. Möglichkeit, Kreis zeichnen mit den Knie, kleine oder grosse. Gut, dann die Füße aufstellen. Jetzt nehmen wir rechts über links. Oberschenkel auf Oberschenkel. Von außen her beide Beine holen und einen Moment zum Körper ziehen. Schau, dass der Nacken schön lang bleibt. Dann machen wir auch Adler-Arm. Nehmen jetzt hier auch rechts über links, fixieren die Hände. Probier jetzt gut herum stabilisieren, so möglichst nicht ins hohle Kreuz. Ein, die Beine nach unten, die Arme nach oben, aus, Crunch. Ein. Und zweimal, wieder richtig heiß. Gut, jetzt den linken Fuß aufstellen, der muss Schulterhöhe am Boden ausbreiten. Das Becken abheben, nach links versetzen, dass man die linke Hüftseite, die linke Gesäßhälfte am Boden ist. Dann können wir einfach ein Knie auf links bringen, Blick in die Gegenrichtung. Das ist die Möglichkeit, den linken Arm auf den Oberschenkel legen.
Probiere beide Schultern am Boden zu halten. Einen schönen Moment zum die Augen schliessen. Mit jeder Ausatmung entspannen. Vor allem die Lendenwirbelsäule verlösen und entspannen. So ausatmen, probieren aktiv loslassen, aktiv Spannung in der Wirbelsäule lösen. Gut, tief einschnaufen, ausatmen, zurückkommen durch mit der Kraft von der Mitte, dann das Becken wieder anheben, damit wir es mittig aufsetzen können. Dann Beine nebeneinander aufstellen, die Füße sind breit und parallel. Und ja, jetzt könnt ihr in den Schulterbrücke kommen. So die Hände hinter dem Rücken verschränken und vor allem den Brustraum weit öffnen. Probier das Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt zu haben. Die Schulter kannst du runterziehen, Möglichkeit das rechte Bein offen, Fußgelenk mobilisieren. Gut mit dem unteren Fuß nachstoßen. Wechseln. Und da Fußgelenk mobilisieren, beide Richtungen. Nochmal nachstoßen und absitzen. Dann hoch auf die Zehenspitze kommen, die Hände lösen, Wirbel für Wirbel abrollen. Gut. Andere Seite, linke Oberschenkel auf der rechten, von außen her beide Beine holen zum Körper drinnen. Die Wirbelsäule weit lang am Boden, das Kinn leicht Richtung Brustraum. Gut, dann das Gleiche mit den Armen, links über rechts. Wieder gut Raum stabilisieren. Ein, Beine runter, Arme rauf, auscrunchen. Ein. Das heisst, ausatmen, die Schulterblätter vom Boden lösen. Noch einmal. Und den rechten Fuß abstellen, den auf Schulterhöhe ausbreiten, Becken abheben, nach rechts versetzen, Twist, Blick nach links. Probiere hier beide Schultern am Boden zu halten und mit jeder Ausatmung aktiv entspannen. So dass mit jeder Ausatmung das Knie sich weiter Richtung Boden hin kann lösen. Und dann tief einschnaufen und mit der Ausatmung zurück in die Mitte kommen. Das Becken wieder mittig aufsetzen. Dann machen wir noch die Happy Baby Stellung. Das gibt eine schöne Länge am unteren Rücken. So die kleinen Zehballen nehmen und die Knie am Körper vorbei Richtung Boden dienen. Du kannst auch ein bisschen hin und her wippen, alles was gut tut. Ich würde von dem mit der Happy Baby Stellung nochmal schön Länge am unteren Rücken. Und immer wenn du im Yoga mal den unteren Rücken spürst und du ihn gerne möchtest entlasten, hast du die Möglichkeit, die Füße aufzustellen, mit der Außenkante der Füße am Mattenrand und dann die Knie zusammenbringen, sodass du eine X-Form hast dabei. Dann ausatmend das Kreuz am Boden pressen, dass du das Becken wegschiebst von den Füßen. Dann kippt das Becken ab. Einlösen. Dann kommst du in die natürliche S-Form von der Wirbelsäule aus, Kreuz am Boden. Du kannst gut ein paar Atemzüge in dieser Länge bleiben und dynamisch, so wie ich es jetzt mache. Yes, jetzt sind wir ready für das Shavasana. Shavasana Time, so streck dich schön aus am Boden. Alle Viere von dir wegstrecken. Vielleicht möchtest du dich noch zudecken.
Mach es bequem. Lass die Füße los. Schau, dass die Handflächen grosszügig nach oben gerichtet sind. Das Kinn leicht durch die Brust rumziehen. Schließ deine Augen sanft. Lang ausatmend. Die Augen wie ein bisschen tiefer zurücksinken in die Augenhöhlen. Nimm deinen Körper wahr, wie er voller Energie ist. Nimm das Prana wahr, das sich im Körper bewegt, zirkuliert. Prana, die subtile Lebensenergie, die alles, was lebt, durchzieht. Befreit durch die Yoga-Übungen. Nimm deine Atmung wahr, die Luft, wie sie von alleine ein- und ausströmt. Atem bedeutet Leben, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Wird dir für einen Moment bewusst, dass alles, was lebt, mitatmet. Pflanzen, Tiere, Menschen, der ganze Planet und das ganze Universum. Und mit jeder Ausatmung darf sich dein Körper jetzt mehr und mehr entspannen und lösen. Und so sinkt dein Körper ausatmend zurück. Zurück in die Mitte. So, dass sich der ganze Körper entspannt und löst. Jetzt lasse deine Atmung dann langsam wieder vertiefter werden. Fang den Körper langsam wieder an zu bewegen. Streck dich da mit einer tiefen Einatmung nochmal ganz durch. Und schnuff das Maul aus. Dreh dich dann noch einen Moment auf die Seite. Komm dann zurück in einen bequemen und gerüsteten Sitz, damit wir uns noch zentrieren können. So schnaufen wir direkt nochmal tief miteinander ein. Streck dich, nimm alles das mit, was dir gut tut. Und zentriere dich. So, ich bedanke mich herzlich fürs Mitmachen und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.